Let's go. Ja, gut 11 Jahre ist es her, dass Honda mit der Hornet 600 PC41 die Hornet aus dem Programm genommen hat. Ich glaube, 15 oder 18 Jahre ist es her, dass die 900er aus dem Programm verschwunden ist. 2023 kommt Honda nun zurück mit einer neuen Hornet, mit reinen 2 Zylinder. Ob sich das gelohnt hat, ob sie gegen MT-07 und Konsorten irgendwas zu sagen hat, das klären wir heute in dem Video und damit herzlich willkommen. Wie immer eigentlich beschreibe ich kurz die ersten Eindrücke, dafür springen wir onboard. Ich bin das Bike natürlich mehrfach Probe gefahren, habe natürlich nicht immer Aufnahmen davon gemacht, aber mehrfach Probe gefahren und hier sind meine ersten Eindrücke. Herzlich willkommen zur Probefahrt mit der Honda Hornet 750 am Glemseck. Als Tourguide die Irene von Heels on Wheels, haben wir richtig Glück gehabt heute. Und wir sind gerade vorbei an der weltweit größten Kinoleinwand und meinem alten Heimatort Leonberg. So, erste Eindrücke zu Honda. Honda typisch. Man sitzt drauf und fühlt sich daheim. Sitzposition und wie alles eingestellt ist, also von den Entfernungen her, Lenker und so, ist wirklich traumhaft. Es ist einfach Honda. Bin ich immer von begeistert. Auch der Sitz, sehr schön gestaltet, ist mir so aufgefallen beim Aufsteigen. Aber zum Design kommen wir vielleicht später. Was mir sonst auffällt, und ja, die Straßen sind ein bisschen feucht teilweise und wir haben einen Pilot Power 2 CT montiert. Und ihr wisst ja, hängt der Fahrer an der Mauer, war montiert, der Pilot Power. Deswegen ein bisschen gemächlich. Da vorne kommen nachher ein paar schöne Kurven nach dem Aldi. Aber das Bike fährt unfassbar handlich. Es hat einen, aufgepasst, 160er Hinterreifen. Das sieht aus wie bei einem Fahrrad, aber das ist wirklich krass. Also wie leicht die von links nach rechts geht. Was auch sofort auffällt, eigentlich schon, du bist ein Roller, oder? Weiß ich nicht. Beim Draufsitzen, das Heck ist unterdämpft. Das Heck ist ein bisschen schwammig. Was wir über den Motor und so noch sagen können, es schwankt schon ein bisschen. Die wankt ein bisschen, die ist nicht so hart. Springen wir jetzt zum Kapitel Motor. Der Motor ist tatsächlich neu entwickelt. Das gibt es relativ selten. Ihr wisst zum Beispiel, in der CB1000R ist noch der Motor der 2005er 6er Fireblade verbaut. So eine Neuentwicklung gibt es selten. Er wird dann auch gerne in mehreren Bikes verwendet, in diesem Fall ebenso in der Transalp. Was wir hier haben, ist ein 750 Kubik, rein Zweizylinder, 270 Grad Hubzapfenversatz. Das ist das, was einfach jeder in der Mittelklasse baut. Warum? Es ist günstig, ihr spart euch halt vielleicht zu einem V2, spart ihr euch halt einfach zum Beispiel die Nockenwellen. Und das ist einfach viel günstiger und die funktionieren sehr gut in dieser Konfiguration. Er leistet 91 bzw. 92 PS bei 9000 Ungeradumdrehungen und so 75 Newtonmeter bei 7250 Umdrehungen, was gut ist. Ja, andere Bikes können das theoretisch besser, KTM 97 zum Beispiel, aber der Motor geht schon mal sehr gut. Wir feuern aus dem dritten Gang raus. Geht, absolut. Was heißt, geht sehr gut? Das heißt, ab 2000 Umdrehungen kann man ihn bewegen, ab 3000 Umdrehungen kann man ihn sehr gut bewegen. Je nach Fahrmodi, und ich bin eigentlich nur Sport gefahren, kommen wir gleich noch zu, nimmt er sehr, sehr gut und sehr spontan Gas an. Fast schon zu aggressiv, aber ich würde immer einen Sport fahren auf jeden Fall oder halt User. Und zieht sofort los. Fühlt sich wirklich gut an, fühlt sich teilweise auch hier ein bisschen nach mehr Leistung tatsächlich an, als sie hat. Und zieht dann sauber durch. Ihr kriegt so ab 6000 Umdrehungen noch mal so einen kleinen extra Boost. Ja, nicht wirklich auffällig, aber noch so ein bisschen extra erkauft man sich halt mit einem gewissen Maß an Vibration, die durchaus störend sein können. So, vor der Ampel nochmal kurz zur Durchzugstest. Mal einen runter. Geht schon. Also motorseitig bin ich mit dem Motorrad eigentlich zufrieden. Konzeptionell, kommen wir später noch drauf, finde ich, passt er nicht optimal in dieses Motorrad. Genau. Das Einzige, was sonst noch störend war, ist der Leerweg vom Gas. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie den hier schon anders eingestellt haben, aber der war wirklich auffallend nervig bei den Bikes, die ich bis jetzt gefahren bin. Aber ansonsten keine Probleme mit dem Motor und wie gesagt, sehr, sehr gut und sehr dynamisch zu bewegen. Ich hatte tatsächlich seltenst das Gefühl, dass ich im falschen Gang bin oder eigentlich nie.
Das passiert anderen Bikes, die doppelt so viel kosten und deutlich mehr Leistung haben. Tuono V4, da passiert es häufiger. Bei ihr habe ich mich wirklich immer gut aufgehoben gefühlt, egal in welchem Gang ich bin. Klar, ab 5 und 6 wird es dann schon ein bisschen zäher, da fehlt dann einfach Hubraum und Leistung. Aber drunter seid ihr ja nicht immer gut bedient, egal in welchem Gang ihr seid mit dem Motor. Auf der Landstraße. Vielleicht können wir 60, 100 machen. Also ihr habt gesehen, Ansprechverhalten geht halt schon gut los, macht schon Bock. Also für die Landstraße total ausreichend. Im Vergleich zum Wettbewerb, also wenn wir sagen Duke 97, Tuono 690, Preis kümmern wir uns später mal drum, gehen die KTM und die Aprilia besser. Die Aprilia nicht viel, aber einen Ticken. Dafür muss man im Umkehrschluss sagen, mit einer MT-07 oder einer Kawasaki Z650 muss man die dann eher wieder nicht vergleichen. Da geht die halt ein deutliches Stück besser, obwohl die Preise da vielleicht ähnlich sind. Also Honda positioniert sich motor- und preistechnisch da irgendwo in der Mitte und durchaus interessant. Je nachdem, wenn man sagt, man bemisst die Mittelklasse am Preis, ist sie sicher das Bike, was am besten gehen wird. Bemisst man sie an der Leistung und der Kubikzahl, gehen andere Bikes, wie eben die Duke 97, 98 sowieso, doch noch einen Ticken schmalziger. Thema Fahrwerk. Ja, das Fahrwerk hat mich an dem Bike tatsächlich am ehesten enttäuscht. Warum? Man hat jetzt hier einen Motor verbaut, der wirklich fähig ist. Ein Motor, der wirklich gut vorwärts geht, mit dem man schnell zu schnell fahren kann. Und das Fahrwerk kommt nicht ganz hinterher. Gerade wenn man es vergleicht mit einer Tuono 660, fehlt es hier einfach an Steifigkeit. Vor allem vom Rahmen her. Das ist so das eine. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass der gleiche Rahmen eben auch in der Transalp verbaut wird. Plus die Federelemente sind nicht optimal gewählt. Wir haben auch eine komische Konfiguration. Wir haben vorne 130 mm, hinten 150 mm, vorne ein 41er Standrohrdurchmesser. Hinten zwar mit Umlenkung, aber maßlos unterdämpft. Vorne besser, aber immer noch nicht straff. Den Eindruck, den ich hatte, ist, dass man sich, dass man zu sehr so ein Everybody's Darling Bike machen wollte. Also sowohl Touren wie sportlich fahren, wobei das sportlich fahren tatsächlich dann eben nicht mehr ganz so gut klappt. Je nach Körpergewicht, wie gesagt, ich wiege so gut wie Gott mich schuf 90 Kilo. Das heißt locker 100 mit Kleidung an. Da war das Fahrwerk dann schon überfordert. Sie wirkt auch generell relativ klein. Die Sitzhöhe checkt man gleich noch ab. Ich bin 1,81 m. Wirkt passabel, auch wie man das Motorrad integriert ist wie gesagt ziemlich gut. Das macht Honda aber immer sehr, sehr gut. Auch die Lenkerbreite fand ich nicht super störend. Ich habe gern einen breiteren Lenker, aber das war soweit auch in Ordnung. Was man sonst noch zum Fahrwerk zählen könnte, ist natürlich die Bremsen. Hier sind Nissin verbaut, die sind sogar radial verschraubt. Leider vorne, und ich nehme an, man führt es aufs Gewicht zurück, 296 mm Doppelscheiben, ja, zwar Wave, aber so ein bisschen mehr hat da gefehlt. Der Initialbiss ist nicht so richtig da gewesen. Die Hebel, gut, hier sind das Austauschhebel verbaut. Und wie das alles so funktioniert hat, war jetzt nicht so Cream of the Crop. Ja, ich weiß, Preis, kommen wir später noch drauf, dass wir da jetzt keine Brembo Dilemmas drauf haben, ist auch klar. Aber es war nicht so richtig bissig. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Zumal kann man auch sagen, auf der Transalp sind vorne 310 mm Scheiben verbaut. Das hilft halt vor allem bei längerem Bremsen und beim Abführen der Luft und beim Wärmeaufnehmen. Aber auch so ein bisschen der Initialbiss und die Rückmeldung von der Bremse ist besser, je größer die Scheibe ist. Deshalb hätte ich mir auch hier gern die 310er Scheiben gewünscht. Ebenso ein bisschen dickeren Standrohrdurchmesser mit einem bisschen, und diese Klemmung noch so ein bisschen steifer. Also statt 41, 43, wie auch die Transalp hat, einfach noch so ein bisschen steiferen Klemmbereich vorne. Dann wäre das schon viel, viel besser. Plus mit einer zumindest Einstellung der Druckstufe am Federbein, dann könnte man mit dem Motorrad schon viel, viel mehr anfangen. Also es ist immer noch ein sehr breitbandig angelegtes Motorrad, aber dann wäre es viel sportlicher zu bewegen. Ist auch, sag ich mal, jetzt gerade eben so ein bisschen mit 100 durch die Kurve gefahren, liegt noch stabil auf jeden Fall. Man merkt schon aber auch, dass diese Satte liegen, und ja, ich vergleiche es wieder mit den teuren Bikes, mit einer Tuono oder so oder einer S1000R, das hat sie halt nicht. Ne? Erwartet auch keiner bei dem Preis, muss auch keiner erwarten. Ist sie besser als vieles in der Mittelklasse? Ich glaube ja. Ich bin fast überzeugt, oder ich bin eigentlich überzeugt, so eine MT-07 und so
dürfte die wahrscheinlich schon in die Tasche stecken. Ebenfalls zum Fahrwerk gehört die Bereifung, die durchaus interessant ist. Und zwar haben wir eine 120/70 vorne, ZR17, also einen Standardreifen. Hinten haben wir einen 160er auf einer 750er. So, jetzt muss man sagen, leistungstechnisch ja, who cares. Aber bei diesem Motorrad, gerade bei diesem Motorrad, eigentlich finde ich es gut, wenn der kleinere Reifen verbaut ist, weil man es halt leistungstechnisch nicht braucht, einen 200er zu fahren oder 190er. Aber an diesem Motorrad fehlt halt so ein bisschen die Steifigkeit und vor allem auch in der Kurve fehlt halt diese Steifigkeit. Da wären 180er Hinterreifen halt einfach besser gewesen, muss man einfach zugeben. Deshalb finde ich die Kombination, wie sie es gelöst haben, tatsächlich nicht so toll. Heißt auch, ich bin noch extra für euch dann nochmal die CBR 650R gefahren im Vergleich, also quasi die Vorgängerin, nur mit Verkleidung. Und ja, die liegt deutlich satter. Die liegt deutlich satter, fühlt sich auch nach viel mehr Motorrad an. Die wiegt auch ein bisschen mehr, die hier vollgetankt 190 Kilo. Da wiegt die alte ein bisschen mehr, aber die alte liegt auch wirklich wie ein Brett in der Kurve, in Anführungszeichen. Da ist sie ein bisschen schwammiger. Das finde ich tatsächlich nicht so toll gelöst. Thema Gewicht, 190 Kilo, da ist Honda sehr stolz drauf. Können andere besser, ja sogar eine Triumph Trident, die jetzt auch schon aussieht wie eine kleine Pummelfee, sogar die wiegt 1 Kilo weniger. Also 190 Kilo sind nicht schlecht, ja. Meine BMW wiegt 8 Kilo mehr und ist noch mal ein Pfund mehr Motorrad. Deswegen 190 Kilo ist gut, ja. Die große Handlichkeit von diesem Motorrad, was sie auch hat, die ist sehr handlich zu bewegen, die ist sehr, sehr zugänglich, kommt maßgeblich meiner Meinung nach vom Hinterreifen. Lenkkopfwinkel ist, glaube ich, 65 Grad, wenn ich mich nicht täusche, was passt. Ja. Steiler wäre bei dem Motorrad tatsächlich zu nervöse bei der Konfiguration und ebenfalls kein Lenkungsdämpfer. Wiederum gut, sag ich mal, für die Handlichkeit, weniger gut eben für die Steifigkeit in der Kurve. Also es gibt, ja, sagen wir mal, wenn es ein 180er Reifen drauf wäre, Druckstufe einstellbar, Lenkungsdämpfer verbaut, das wäre schon ein anderes Motorrad. Sportlich gesehen zu bewegen, natürlich nicht mehr ganz so handlich. Beim Thema Getriebe, wisst ihr, es ist ein Honda-Getriebe, kann man das Kapitel beenden, passt. Nee, im Ernst. Also das Getriebe der CB650R war so ziemlich das beste Getriebe, was ich, glaube ich, je gefahren bin. Da ist das nicht weit von entfernt. Das heißt, auch hier beim Hochschalten, so, ich denke mir kurz, das Gas wäre geschlossen und der nächste Gang ist drin. Beim Runterschalten, ich deute einen Gasstoß an und der Gang flutscht nach unten. Ich hatte auf den Probefahrten keinen Quickshifter verbaut und es war trotzdem butterweich zu schalten. Auch wenn man mal schaltet, war es super schön und auch, ich weiß nicht, ob man die Kupplung zum Getriebe zählen möchte, ist jetzt auf der anderen Seite, aber auch die ist eine Seilzugkupplung, aber sehr gut zu bedienen und die Schaltvorgänge und wie das waren sehr leichtgängig, die Kupplung ist leichtgängig, wie die Gänge einrasten, ist piekfein. Also Getriebe und Honda, das könnt ihr einfach. Da ist Honda einfach so, glaube ich, der beste Hersteller, den man sich so wünschen kann. Von der Übersetzung her würde ich sagen, ist knackig. Bei 11.000 Umdrehungen im ersten Gang 86 km/h, einer theoretischen Endgeschwindigkeit von 270 km/h, wobei die Honda bei 205 km/h in der Realität am Ende der Leistung angekommen ist. Da dreht der Motor ca. 8.300 Umdrehungen. Im vierten durch die Stadt cruisen mit 3.000 Umdrehungen packt die Honda ohne zu zucken. Und man hat auch nie das Gefühl, im falschen Gang zu sein, wie gesagt, oder das Punch fehlt. Im Vergleich zur V4 Tuono, da war das deutlich schlechter. Elektronik. Bei der Elektronik gehe ich vielleicht zuerst auf die Bedienelemente ein. Die haben mich schon an anderen Bikes gestört. Die sind noch hier nicht schön. Ich habe das Gefühl, der Kunststoff ist nicht gut. Der verblasst relativ schnell. Das hat mir tatsächlich dann nicht so gut gefallen. Auch die Bedienung Honda, ja, wenn man sich daran gewöhnt, ist sicher okay. Will ich jetzt gar nicht meckern. Ich fand es ein bisschen schwierig, aber ich bin jetzt auch eine BMW gewohnt. Und wenn man die mal gewohnt hat, ist es mit Abstand das Beste, was es gibt. So, Elektronik. Ja, in der Preisklasse haben wir natürlich keine 6-Achsen-Schrägheitssensoren verbaut. Das heißt, wir haben keinen Schräglagen-ABS und keine schräglagenabhängige Traktionskontrolle. Wir haben aber Traktionskontrolle, wir haben ABS natürlich an Bord. Das ist eine Honda, das heißt, es müsste auch ein Combined ABS sein. Wheel- und Traktionskontrolle, genau. Power-Modis habt ihr noch. Da gab es jetzt Range, Standard, Sport und User. Sport gut, User natürlich gut, Rain und Standard komplett vergessen. Rain macht überhaupt gar keinen Sinn, also die Leistung ist die gleiche. Ihr könnt einfach am Gasgriff erstmal drehen, dann passiert erstmal nichts und dann kommt langsam was. Also dieser Modus macht aus dem Gasgriff einfach ein matschiges, undefiniertes Etwas, was nicht mehr zu gebrauchen ist und für mich ist der Modus einfach nicht mehr zu gebrauchen.
Ist auch nicht schlimm, einfach ein Sporthelm und gut ist. Ansonsten Quickshifter ist optional erhältlich, die rein verbaut. Wie gesagt, die ich hatte, war es nicht verbaut. Ich glaube 300 €. Bräuchte man theoretisch nicht, würde ich aber immer nehmen. Und dann haben wir noch ein 5 Zoll TFT-Display, von der Ablesbarkeit her gut. Crystal Clear, also ist wirklich sehr knackig zu lesen. Es gibt verschiedene Modis, wie man sich das alles einstellen kann von der Optik her. Was mir dann nicht mehr gepasst hat, aber wenn es auf Deutsch gestellt ist, dann sind die Begriffe zu lang für Honda selbst, die werden dann komisch abgekürzt. Und naja, ich denke für die Zielgruppe, so diese Urban-Motorradfahrer, so ein bisschen durch die Stadt und so ein bisschen Wochenende, ja, was soll man sagen, da könnte man vielleicht auch einen 7 Zoll verbauen. Einfach ein bisschen größer, wäre schon schick gewesen, aber ansonsten ähnlich zu dem von der CB 1000R und natürlich das gleiche wie auf der Transalp dann. Was wir dann noch haben und zumindest nicht nachrüsten müssen, finde ich zum Beispiel super, ist eine automatische Blinkerrückstellung. Why not? Ich weiß nicht. Das kann man, glaube ich, nachrüsten, auch wenn es der Anbieter selbst, also der Hersteller, nicht anbietet. Aber macht schon Sinn, jeder hat diesen Blinker schon vergessen. Thema Sonstiges vom Alltag, wo man einfach mal alles ein bisschen reinwursten kann. Als erstes Thema Verarbeitung. Ihr wisst, Honda hat ein sehr hohes Verarbeitungsniveau. Ich finde, bei der Hornet merkt man dann schon ein bisschen, dass ein bisschen gespart wurde. Fangen wir aber erst mal vom Design an. Es ist sehr, sehr gefällig auf jeden Fall. Ja, also es ist nicht so radikal, wie es sein könnte. Wir haben zwar schöne Stilelemente. Ich finde das hier vorne zum Beispiel, dieser bisschen ausgestellte Flügel, finde ich schön. Wir haben, gut, jetzt hier ein paar Frästeile verbaut. Wir haben zumindest eine Upside-Down-Federgabel. Und die Verarbeitung ist prinzipiell okay. Wir haben auch Spaltmaße, sag ich mal, wie hier hinten, die in Anführungszeichen gewollt sind. Und wir haben einen super schön verarbeiteten Sitz. Das ist so Alcantara-mäßig in der Mitte mit roten Nähten, wirklich toll. Aber ansonsten viel Plastik. Auch hier ist kein Klarlack drüber in dieser Version. Da wurde dann schon ein bisschen der Rotstift angesetzt und ansonsten haben wir keine riesigen Highlights. Ich sag mal so, auch die Schwinge ist jetzt nicht gerade ein Highlight und der Standardauspuff hier, klar, SC verbaut, der normale Auspuff geht so. Also Verarbeitung, ich sag mal so, der Motor wird funktionieren, Getriebe wird top funktionieren, das ganze Bike wird funktionieren. Es ist vielleicht nicht ganz auf diesem Honda-Niveau. Und vergleicht man es mit dem alten Modell, der CB650R, die ein komplett anderes Bike ist natürlich, die war richtig schön verarbeitet. Da hat Honda tatsächlich so ein bisschen den Stift angesetzt. Was ich schade finde, auch mit diesen angedeuteten Fake-Lufteinlässen, ja, könnte schöner sein. Thema Wettbewerb, den gibt es ja in dieser Preisregion, sage ich mal, reichlich. Also ich würde vielleicht dazu zählen. Duke 97, Tuono 660, dann Suzuki GSX 8S und Triumph Trident. Das sind so MT-07, Kawasaki Z650. Ich glaube, da haben wir so grob mal die meisten. Meine persönlichen Tendenzen wären immer, würde ich ein Bike aus der Mittelklasse nehmen wollen, würde ich immer eins höher greifen. Also MT-09 oder Duke 890. Ansonsten würde ich tatsächlich eher die Tuono 660 nehmen, die auch ihre Schwächen hat. Auch gerne noch mal hier oben in das Video reinschauen. Aber die sich ein bisschen knackiger und sportlicher fahren lässt als das hier. Ja, die Tuono kostet viel, viel mehr als diese hier. Die kostet so rund 8.000 €. Und für einen ähnlichen Preis bekommt man eine 650 und eine MT-07. Und da würde ich jederzeit wieder die hier nehmen, weil dann geht die halt doch ein gutes Stück besser. Was ich mir erhofft hätte, ist, dass sie sich einen Ticken sportlicher fahren lässt. Das war wirklich die große Hoffnung. Da fehlt es einfach so ein kleines bisschen. Und zum Thema Konzept. Bei dem CB 1000R Video haben sie ganz viel aufgeregt. Ja, dafür ist die nicht gemacht und damit darf ich die nicht vergleichen. Also dürfen tue ich auf meinem Kanal erstmal, worauf ich Bock habe. Aber ich verstehe die Idee von Konzepten natürlich schon. Die halt so kommentiert haben, haben das Video nicht verstanden und nicht bis zum Ende geschaut. Das Konzept von diesem Bike muss halt sein, die breite Masse. Deshalb ist dieses Motorrad, sag ich mal, von der Optik her nicht so anstrengend wie andere. Ja, also wie gesagt, es ist sehr gefällig, egal wo man hinguckt. Man sagt nicht, oh mein Gott, das kann ich mir nicht anschauen. Man sagt aber auch nicht über den Ducati, oh mein Gott, das ist geil. Es ist halt okay, so ist es halt dieser VW-Audi-Design. Ne? Jetzt ist aber ein Naked Bike und der Motor geht wirklich so gut und für die Klasse, wie gut der Motor geht, sage ich mal,
kommt das Motorrad und das Fahrwerk nicht hinterher, das ist das eine. Zum anderen fühlt es sich nicht so richtig nach großem Motorrad an. Die fährt halt auch mit diesem Reifen schon so handlich, was ja eigentlich erstmal gut ist. Und dann aber auch wieder zu handlich und zu instabil, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man wird auf einer 400er sitzen, auf Steroiden. Aber man fühlt sich noch nicht so richtig in dieser Mittelklasse oder gehobenen Mittelklasse angekommen. Wenn ihr da auf eine Trident hockt, wenn ihr da auf, also da geht es dann eben um die Verarbeitung, oder wenn ihr eben auf eine Duke 97, da geht es dann darum, wie gut die vorwärts geht, auch ohne einstellbares Fahrwerk und deutlich besser funktioniert. Deshalb finde ich, passt der Motor nicht so 100% in dieses Konzept von dem ganzen Motorrad, weil dann doch vibriert und es ist irgendwie strange. Und es drängt sich förmlichst die Vermutung auf, dass der Motor für ein anderes Motorrad entwickelt wurde und ganz gut halt hier reingepasst hat. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Klar wird es Honda wahrscheinlich vorab schon gedacht haben, okay, komm, wir machen einen Motor und wir machen 2 Bikes raus. Ich glaube, der Fokus lag tatsächlich darauf, dass er an der Transalp gut funktioniert, denn da passt er perfekt rein. Transalp auf den ersten 10 Metern überzeugt gewesen. Hier ist es halt nicht ganz der Fall. Nochmal, ich möchte das Bike überhaupt nicht haten. Es ist ein gutes Brot- und Buttermotorrad. Man bekommt für den Preis viel Motorleistung, die gut vorwärts geht, muss das aber mit Wahnsinn oder wenig Kilos ausgleichen können. Genau, und man vermisst halt leider so einen Ticken diese Honda-Qualität. Ja, ich weiß, auch hier 8.000 €, muss man Abstriche machen. Fühlt sich dennoch nicht so an. Wie gesagt, die CBR 650R und die CB 650R haben sich deutlich wertiger angefühlt, nach deutlich mehr Motorrad als die neue 57er Hornet. Also Fazit zu diesem Motorrad: Kann man die kaufen? Absolut, ohne Zweifel, ohne irgendwelche komischen Gedanken. Die kannst du sofort kaufen. Im Idealfall tauschst du noch hinten das Federbein und guckst, dass ein breiterer Reifen drauf kommt. Wenn nicht, Federbein allein wird wahrscheinlich auch schon ein gutes Stück helfen. Aber das Bike kann man auf jeden Fall kaufen. Ist sicherlich auch empfehlenswert für Menschen, die nicht allzu groß sind. Für Wiedereinsteiger, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ist schön mit so einer Vespa als Allergiker. Für ein richtiges Einsteigerbike ist sie von der Fahrbarkeit her okay, von der Motorleistung ein bisschen too much, ehrlich gesagt. Da gehen die 200 PS dann schon stramm nach vorne. Deshalb so Wiedereinsteiger, denke ich, nicht schlecht, falls man die drosseln kann, und das müsste gehen. Dann sicherlich auch als Einsteigermotorrad und ein Bike, wo man sicherlich keine schlechte Wahl trifft. Ich denke, die wird im Wiederverkauf jetzt nicht ideal dastehen im Vergleich zu anderen Bikes, aber ein solides, gutes Brot- und Buttermotorrad. Lasst mich, falls ihr das Bike schon gefahren seid oder kaufen möchtet, gern eure Fragen oder eure Meinung wissen. Immer Werbung in eigener Sache. Ihr könnt natürlich Super Thanks kaufen, gern zum Minimalbetrag. Dann kann ich mit einem Short auf eure Frage antworten. Dann habt ihr sogar ein kleines Video, falls die Antwort zum Tippen zu lang wäre. Ansonsten an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten bis zum nächsten Video.